Du musst ohne mich gehen. Ich lass dich nie wieder allein. Schon vergessen? Prinz Philipp zu Hohenfelden, Sie sind festgenommen. Wo ist Philipp jetzt? Sie haben ihn zurück ins Gefängnis gebracht. Meine Lügen, die Erpressung, unsere Flucht, alles war umsonst. Was ist das jetzt also? Hey, wir wussten beide, dass es nicht für immer sein wird. Es ist aber nicht so einfach. Wir sind umgeben von Menschen, die sagen, das geht nicht. Das war schon immer so. Das funktioniert so nicht. Das darfst du nicht. Wenn wir nicht aufpassen, dann glauben wir das irgendwann selbst. Falls du mich abholen willst, ich muss das hier alles noch wegarbeiten. Die vom Jugendamt haben angerufen. Wir haben mit Fritz gesprochen. Und der meinte, er hätte sich keine besseren Pflegeeltern für Lilly vorstellen können als Christian Mann und Oliver Sabel. Schön. Ja, und die Frau meinte noch, dass wir gute Chancen haben, bald wieder ein Pflegekind zu kriegen. So großartig. Christian? Und dann? Dann haben wir wieder ein Kind. Für ein paar Wochen. Diesmal ja vielleicht für länger. Ja, genau, vielleicht. Ich mach das nicht immer mit. Dann adoptieren wir eben ein Kind. Du weißt, dass das nicht geht. Es gibt Möglichkeiten. Bis wir beide ein Kind haben, sind wir 60, Olli. Christian, da müssen wir eben dafür kämpfen. Wir könnten jeden Tag die Welt neu erfinden. Wir könnten. Aber was ist, wenn der Mensch, der uns am wichtigsten ist, das nicht will? Christian will kein neues Pflegekind. Soll nicht verstehen, ja. Die Trennung, die war verdammt hart, aber die Wahnsinnszeit davor, die kann er doch nicht einfach vergessen. Na und eine Adoption? Schwierig. Die Chancen gehen gleich 0. Ändern die nicht gerade die Gesetze für gleichgeschlechtliche Adoption? Charlie, selbst wenn. Da gibt's Wartelisten. Da stehen die schwulen und die nicht schwulen Paare schön aufgelistet. Und die Schwulen rutschen immer nach hinten. Olli, ihr dürft das nicht aufgeben. Du musst Christian wieder Dampf machen. Geht damit an die Presse. Oder organisiert eine Demo. Wir können uns nackt ans Brandenburger Tor ketten. Ja. Naja, das wäre der Sache vielleicht nicht so dienlich. Danke. Mein Name ist Nicola von Lahnstein. Mein Mann, Philipp zu Hohenfelden, sitzt für ein Verbrechen im Gefängnis, was er nicht begangen hat. Am 29. November wurde im Hotel König in Düsseldorf Antonia Weber tot aufgefunden. Niemand weiß, was an diesem Tag wirklich passiert ist. Aber Philipp zu Hohenfelden hat Antonia Weber nicht umgebracht. Auch wenn er für dieses Verbrechen verurteilt wurde. Ich wende mich an Sie, weil nur Sie verhindern können, dass mein Mann für viele Jahre unschuldig im Gefängnis sitzt. Ich suche Zeugen, Hinweise, Spuren aller Art. Bitte, Sie sind meine letzte Chance. Melden Sie sich. Danke. Hallo Charlie. Schon gelesen? Hallo. Ich dachte, du hast diesen Promi-Klatsch. Mein Sohn Tristan hat mich überzeugt, man muss mit den Medien arbeiten, nicht gegen sie. Also mache ich Tür und Tor auf und lasse die hungrige Meute ins Schloss. Du machst eine Home-Story. Nein, noch besser. Morgen ist alles Adel bei uns zu Gast. Oh. Alles Adel? Also Ricky Plock ist zwar ein, entschuldige, Arschloch, aber ich liebe die Sendung. Ja, du freust dich immer über intime Details aus dem Hause Lahnstein. Du natürlich nicht. Naja, wir werden diesen Vlog schon im Zaum halten. Helena und ich werden die Familie repräsentieren und ihr müsst morgen alle kommen. Ah, Ludwig, ich kann nicht. Ich habe eine geschlossene Gesellschaft. Och, Charlie. Wir wollen doch nicht alleine zwischen diesen alten Ritterrüstungen rumsitzen. Das Haus soll leben. Hm? Gern. Ich suche Zeugen. Nico sucht im Internet nach Zeugen für Philipps Unschuld. Hier, ein Video. Hier behauptet jemand, homosexuelle Eltern sind dem Kindeswohl nicht zuträglich. Wenn ihnen ihre abartigen Neigungen nicht ausreichen, sollen sie sich einen Hund oder eine Katze zulegen. Solche Menschen gibt's. Krass, oder?
Das ist ein Leserkommentar über die Gesetzesänderung zum Adoptionsrecht. Ach, solche Kommentare schreiben doch eh nur Menschen, denen eh keiner mehr zuhört. Ja, da bin ich mir leider nicht so sicher. Die können Gesetze ändern, wie sie wollen. Wenn die Gesellschaft das anders sieht, dann kriegen wir nie ein Kind. Dann musst du die Gesellschaft ändern. Danke, aber von politischer Betätigung bekommt man immer hängende Mundwinkel. Du musst ja nicht gleich eine Partei gründen. Geh in die Medien. Na klar, wenn alles Adel immer Christian und mich porträtiert, gerne. Du kommst doch morgen, oder? Logo. Aber nur, wenn du deine legendären Debattierfähigkeiten nicht allzu sehr ausspielst. Ich will alle schmutzigen Geheimnisse deiner Familie erfahren. Papa übertreibt. Nur weil ich mal in der 5. Klasse den 2. Platz bei so einem Diskussionswettbewerb gewonnen habe. Ich helfe nur ein bisschen. Ja, ja. Bis morgen. Danke. Bis dann, ciao. Das dürfte der 700. Anruf sein. Nicola von Lahnstein? Ja, natürlich hat die Polizei das überprüft. Nein, das weiß ich schon. Ja, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Tschüss. Tut mir leid, aber mit so vielen Anrufen habe ich wirklich nicht gerechnet. Wieder ein Zeuge? Ja, jeder Spinner möchte gerne Zeuge sein. Jetzt rufen die auch schon auf dem Schloss an. Wenn du willst, besorge ich dir morgen 2 Sekretärinnen. Dann kannst du dich voll und ganz auf die Auswertung dieser Hinweise konzentrieren. Nein, danke. Ich erkenne am schnellsten, welcher Hinweis uns weiterbringt und welcher nicht. Ganz ruhig. Wenn es was Wichtiges ist, hinterlässt er eine Nachricht. Oder er ruft noch einmal an. Nein, 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 ich muss da rangehen. Tut mir leid. Jeder Hinweis könnte wichtig sein. Von Lahnstein? Oh, hey. Hey. Musstest du so lange arbeiten? Ja. So. Auch ein Tee? Gerne. Ich habe übrigens ein bisschen im Netz recherchiert. Worüber denn? Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare. Da tut sich echt viel international. Oh. Ja, du, wenn das sogar in Spanien legal ist, dann kommt es auch in Deutschland, das ist keine Frage. Die ist allerdings, wie das dann konkret aussieht. Nur weil man das Recht dazu hat, Hat man noch keinen Anspruch darauf, klar. Aber das ist ein gesellschaftliches Problem, da muss man eher über die Medien ran. So, bitteschön. Findest du blöd? Nein, du, ich bin einfach ein bisschen müde. Da müssen wir ja auch nicht jetzt drüber reden. Aber mal so prinzipiell, ist doch eine gute Idee, oder? Klar. Also, ich fasse noch mal zusammen. Wir beginnen mit der Vorstellung der Familie. Den Business-Teil würde ich gerne lieber kurz halten. Also der Wald, die Beteiligung, das Auktionshaus und der Rindstall. Und dann konzentrieren wir uns auf unser gesellschaftliches Engagement. Oder würdest du lieber länger über die Firma reden? Ich will überhaupt nicht reden. 800 Jahre glorreiche Familiengeschichte und wir reden über die traurige Gegenwart. Wieso denn traurig? Sprechen wir ruhig über des Grafen Affinität zu Dienstmädchen. Ich kann natürlich auch eine Rede halten über Kunibert von Lahnstein und seine Rolle im 30-jährigen Krieg. Okay. Ich habe dir die Leitung der Talkshow übertragen und ich vertraue dir. Die Geschichte gehört natürlich zum Familienteil. Wie gesagt, die Zahlen wollte ich lieber kurz halten und dann möglichst schnell zur bevorstehenden Traumhochzeit von Marlene und Hagen überleiten. Dann vergiss aber bitte nicht, die deprimierende Scheidungsrate zu erwähnen. Das wäre sonst so unseriös. Aber schön, dass du dich beteiligst, Tanja. Ich meine, über deine rühmliche Vergangenheit gibt es bestimmt auch jede Menge Interessantes zu berichten. Wir dürfen uns die Themen nicht diktieren lassen, sonst geht es nur um den Mörderprinzen und Nikolas verzweifeltes Internetvideo. Genau. Und deshalb möchte ich, dass wir die Arbeit der Lahnstein-Stiftung deutlich in den Vordergrund stellen. Ja, aber nicht zu lang, sonst wird's zu trocken. Mein Name ist Prinz Philipp zu Hohenfelden. Ich sitze für ein Verbrechen im Gefängnis, das ich nicht begangen habe. Falls jemand meine Frau gesehen hat, dann soll er sich bitte bei mir melden. Bitte bei mir melden. Bitte meldet euch. Es ist wichtig, dass ich meine Frau finde. Muss ich viele Jahre unschuldig im Gefängnis sitzen. Sie ist meine letzte Chance. Musik kann mir noch helfen. Helft mir bitte, dass ich Nicola finde. Ich brauche sie. Danke.
Kamillentee? Klar. Schon nervös? Ja, positiv nervös. Ich habe heute Nacht ein paar Pflock-Interviews studiert. Aber seine fiesen Tricks kenne ich ja schon aus eigener Erfahrung. Und? Kannst du den Meister schlagen? Ich denke schon. Er wiegt dich in Sicherheit, treibt dich in eine bestimmte Richtung und dann zack, stehst du nackt vor der Kamera und plauderst die intimsten Geheimnisse aus. Ach, aber das wird dir als Debattierprofi doch nicht passieren. Womit hast du damals eigentlich den 2. Platz gemacht? Mit dem Osterhasen. Wie? Ja, jeder bekam ein Thema, wir mussten eine Rede halten und meins war, ist der Osterhase zeitgemäß? Bitte schön. Ist er denn? Ja, definitiv. Und ich schwöre dir, nach meiner Rede hat jeder an die Notwendigkeit des Osterhasen geglaubt. Du kommst doch nachher, oder? Ja, ich muss mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich das heute alles hinkriege. Hey, wir brauchen dich. Na klar, ist Deko im Hintergrund. Ja, genau. Und wenn du immer schon klatschst und lächelst, dann darfst du vielleicht auch mal einen Satz sagen. Versprochen? Wie wär's mit einem Statement zum Adoptionsrecht? Netter Versuch, aber leider nicht ganz unser Thema. Einen Satz hat sie mir versprochen. Das ist doch besser als nichts. Ich meine, zumindest können wir damit unser Anliegen an die Öffentlichkeit bringen. Du willst alles Adel als Plattform für irgendwelche Schwulenrechte missbrauchen? Peinlich. Wer redet denn hier von Missbrauchen? Aber ich kann ja wohl sagen, warum ich da bin und was mir wichtig ist, oder darf ich das nicht? Doch klar, wenn du dich zum Horst machen willst, bitte. Bitte, sag mal... Hey, störe ich? Nee, im Gegenteil, ich wollte sowieso gerade gehen. Willst du hinterher? Ich kann noch später wiederkommen. Nein, ist schon okay. Hey, dieser Jockey, der war genauso schuld. Und derjenige, der ihn eingestellt hat. Außerdem, der Tierarzt war gerade da. Dionysos geht schon viel besser. Okay, das Rennen können wir knicken. Zumindest mit Dionysos. Aber Hagen und ich, wir suchen Ersatz. Auch für den Jockey. Also, mach dir keinen Kopf. Es wird sich alles regeln. Ich muss noch mal mit ihm reden. Ja, das solltest du. Aber ich glaube, er kommt heute später. Danke. Ja, Applaus für Marlene Wolf, dem neuen Stern, nicht nur am musikalischen Firmament, sondern auch innerhalb der Lahnstein-Familie. Denn wie wir aus unseren Gesprächen ja bereits erfahren haben, integriert dieser über 900 Jahre alte Lahnstein-Mythos auch neue Familienmitglieder. Und natürlich weiß jeder neue Lahnstein, dass er in einer langen Tradition steht und versucht, sich dieser würdig zu erweisen. Die Frage ist ja, ob Tradition nicht vielleicht etwas ist, was mitunter auch, nun sagen wir mal, erstarren kann. Dieser Gefahr ist sich die Familie stets bewusst. Ja, all diese Regeln, die uralten Riten, das Schloss, die Ländereien. Wir Lahnsteins leben für die Dynastie und versuchen, unsere Besitztümer zu erhalten, um sie an die nachfolgenden Generationen weiterzureichen. Weil Sie wissen, dass Ihr Anspruch sehr alt ist, müssen Sie sich dabei auch nicht an die Gesetze halten. Oder? Doch, natürlich. Ich frage das nur, weil man in letzter Zeit sehr oft den Eindruck gewinnt, die Familie Lahnstein befindet sich in einer Krise. Ja, bitte? Justus. Verzeihen Sie bitte die Störung, Comtesse. Aber hier ist ein Herr, der Sie dringend persönlich sprechen möchte. Er sagt, es sei sehr wichtig. Es geht um Prinz zu Hohenfelden. Justus? Bitte, setzen Sie sich doch. Entschuldigen Sie, dass ich hier so einfach reinplatze. Was kann ich denn für Sie tun? Das sind meine Arbeitspapiere. Ich war bis vor 2 Monaten Page im Hotel König. Sie hatten Dienst in der Nacht von Antonia Webers Tod? Was wissen Sie? Was haben Sie gesehen? Die Ereignisse der letzten Wochen und Monate haben die Familie erschüttert, aber nicht umgeworfen. Verkäufe, Konkurse, ein Großbrand.
Ja, und ganz zu schweigen von der Affäre um den Mörderprinzen Philipp zu Hohenfelde, bei der ja die ganze Familie, pardon, die halbe Familie in Mauscheleien und Fluchthilfeaktionen verstrickt ist. Sie doch auch, oder? Die Medien berichten sehr gerne über Dynastien in der Krise. Und wenn keine Krise da ist, dann erfinden sie eine. Wir wurden oft falsch dargestellt. Das sehen unsere Zuschauer wahrscheinlich etwas anders. Uns ist bewusst, dass unsere Tradition nichts ist, worauf wir uns ausruhen können. Wir müssen sie täglich neu begründen. Lassen Sie uns doch über die Lahnstein-Stiftung sprechen. Oh ja, die hat sicher Großes geleistet auf dem Gebiet der Herzerkrankungen. Die Lahnstein-Stiftung ist mehr als das. Sie verkörpert unsere gesellschaftliche Vision einer besseren Zukunft. Ist das so? Nun, da sind wir aber jetzt alle sehr gespannt. Die Lahnstein-Stiftung greift aktuelle Themen auf. Sie leistet unmittelbare Hilfe durch Förderung, Stipendien, Medien und Öffentlichkeitsarbeit. Was die Stipendien angeht. Unser aktuellstes Anliegen sitzt sogar gerade persönlich im Publikum. Oliver Sabel. Oliver, setz dich doch zu uns. Hallo? Ja. Oliver möchte mit seinem Mann Christian ein Kind adoptieren. In Deutschland ist das zurzeit praktisch unmöglich. Aus unserer Sicht verstößt das gegen das Prinzip der Gleichberechtigung. Und dagegen müssen wir etwas tun. Egal wie sich die Rechtslage ändert, es gibt zu diesem Thema einfach viel zu viele Vorurteile. Viele Studien haben bewiesen, dass es Kindern mit gleichgeschlechtlichen Eltern weder besser noch schlechter geht als Kindern mit normalen Eltern. Oliver, der Mann und du, ihr habt bereits Erfahrung damit gesammelt. Ihr hattet ein Kind in Pflege. Lilly, Und wo wir gerade von deinem Mann sprechen. Hallo Christian, komm doch zu uns. Verzeihen, Comtesse Nico möchte Sie sprechen. jetzt gleich? Sie wartet in der Orangerie mit einem Zeugen. Er scheint sehr in vertrauensvoll. ein Heim geben. Das sind in der Regel Eltern. Danke, dass du gekommen bist. Wie war die Erfahrung für euch, Eltern zu sein? Kurz. Pardon. Das ist aber nicht besonders witzig, Flock. Sondern ein unbeschreiblicher Schmerz, wenn man sein Kind so verliert. Für immer. Aber so ist das eben im Pflegekind. Man liebt es lieber nicht zu sehr, sondern es bringt einen das Ganze nämlich um. Also nochmal, Sie kamen gegen 8:30 aus Zimmer 19 und haben diesen Mann gesehen. Schwarze Lederjacke, groß, korpulent, dunkle Locken. Ja, ich habe sofort gewusst, mit dem stimmt was nicht. Vorhin kamen Sie gegen 7:30 aus Zimmer 17 und der Mann ging in den Fahrstuhl. Mittlerweile haben wir 2 verschiedene Versionen. Sie merken das doch auch, oder? War denn auf der Lederjacke irgendwas aufgenäht? Ein Schriftzug oder sowas Ähnliches? Stand da vielleicht in großen Buchstaben, wer das liest, ist ein kleiner dummer Betrüger? Verschwinden Sie. Oder wollen Sie Ihre Lügen vor einem Gericht unter Eid wiederholen? Aber ich... Sie widersprechen sich in jeder Aussage. Und Sie haben doch vielleicht eine kleine Ahnung davon, was auf Meineid steht. Ja... Los, verschwinden Sie! Nicola. Es tut mir leid. Champagner? Ja, danke. Und? Wie war ich? Laut. Nein, wundervoll wie immer. Schade nur, dass dein erster Auftritt als angehende Lahnstein am Ende ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Shampoos? Danke. Du solltest in die Politik gehen. Quatsch, du hast doch Flock an die Wand geredet. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Job. Naja, wenn du schon ein neues Projekt in die Lahnstein-Stiftung etablierst, dann musst du dich auch darum kümmern. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir das Thema wechseln sollten. Das hast du sehr gut gemacht. Meine Unterstützung habt ihr. Vielen Dank. Entschuldigung. Justus? Wissen Sie, wo Christian steckt? Bedauere. Danke. I don't wanna get over you.
Hallo. Hast du so viel Arbeit? Alles okay? Hey, du warst super. Nach deinem Auftritt waren die alle auf unserer Seite. Wie kannst du Lilly und unser Privatleben so in die Öffentlichkeit ziehen, hä? Das geht keinem was an. Und du? Du missbrauchst Lilly für deine politischen Ambitionen. Christian, das ist doch keine politische Arbeit! Es geht darum, dass wir beide ein Kind adoptieren wollen. Du willst ein Kind adoptieren? Ja, du etwa nicht. Seit wann das denn bitte? Wir haben da doch gestern noch drüber geredet. Du hast die ganze Zeit geredet. Dann willst du also kein Kind adoptieren? Olli, du machst dir da was vor. Ich kämpfe für etwas. Ich kann aber nicht mehr kämpfen. Ich kann das nicht mehr. Kannst du bitte mal kurz in die Küche gehen? Wie? Jetzt? Ja, bitte. Ich brauche kurz Ruhe, danke. Wir könnten jeden Tag die Welt neu erfinden. Wir könnten. Aber dafür benötigen wir den Glauben, dass Veränderungen möglich sind. Dass wir keine hilflosen Opfer sind. Dass wir uns von den Fesseln befreien können, die unser Leben einengen. Selbst wenn alle gegen uns sind, wenn sogar die Menschen an uns zweifeln, die uns am wichtigsten sind. Erst wenn wir den Glauben an Veränderungen verlieren, dann haben wir auch den Kampf verloren. Aber darum geht es doch, dass wir das nicht aufgeben. To